Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sind wir im Moment ja noch dabei, die Spanienreise zu dokumentieren. Es war ja im Mai 2024 und jetzt haben wir mittlerweile schon Juli 2024 und wir sind unterwegs in der Eifel, haben hier einen ganz kurzen Trip für eine Nacht mit dem Zelt und den Motorrädern hingemacht. Darüber gibt es jetzt ein mini kleines Video mit ein paar Updates. Wir empfehlen euch einen coolen Campingplatz hier in der Eifel und nehmen euch einfach mal mit. Viel Spaß! So, tanken bevor es losgeht. Hier in Hamminkeln. Es ist Samstag. Wir haben das Zelt dabei und die beiden wunderschönen Motorräder Afrika Twin. Und Julian fährt mit seiner Guzzi heute mal wieder. Das Wetter ist natürlich perfekt für so einen Ausflug. Es ist so schön am Regnen. Herrlich, herrlich. So, kleine Kaffeepause hier im Wald und das ist hier, wo wir im Nationalpark Eifel sind, gleich viel, viel schöner, obwohl es gerade echt immer noch regnet und wir sind auch ziemlich spät dran. Also ich glaube, wir kommen irgendwie erst um 7:30 oder so an dem Campingplatz an, den wir auch noch nicht gebucht haben oder so. Also wir wissen gar nicht, ob wir da hin können und unser Zelt aufbauen, aber trotzdem ist es jetzt einfach ein Genuss zu fahren und das Grün zu genießen und vor allem das Motorrad. Die Eifel, ein Mittelgebirge, das sich über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstreckt, in Belgien und Luxemburg in die Ardennen und das hohe Venn übergeht und wie diese zum Rheinischen Schiefergebirge gehört. Sehr geil, jetzt sind wir hier und jetzt stehen hier gerade am Rand so Schilder, dass Motorräder an Sonn- und Feiertagen hier nicht fahren dürfen. Es ist Samstag. Also ist Samstag auch ein Sonntag? Also ein Sonntag? Nee. Da stand aber Samstag. Da stand, genau, auch genau. Samstag stand da drin. Samstag ist nicht ein Sonntag, aber Samstag stand da auch. Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir doch nicht umdrehen. Hier, da ist das Schild. Ich weiß es nicht. Was macht man denn da, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Viertelstunde noch zu dem Campingplatz. Ja, wir fahren da jetzt einfach hin. Das ist ja richtig blöd. Ich meine, ärgerlich, oder? Super schöne Gegend, aber darfst du nicht fahren. Das heißt, wir können ja auch morgen gar keine Tour machen. Ja, hier wird schon Straßen geben, obwohl, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das hier aussieht. Oh Mann. Nun zahlen wir halt. Was zahlt man denn da, wenn man da angehalten keine wird? Ahnung. Ja, also wenn wir jetzt hier angehalten werden, tut mir leid, liebe Einwohner, wir wollen hier keine Regelverstöße begehen. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir sonst zu diesem Campingplatz kommen. Und ich will ja hier auch gar nicht laut sein. Das nur mal so, falls ihr uns hier heute sehen solltet. Wir wollen einfach nur zu diesem Campingplatz. Klaro. Ja. Ist okay. Gut, hier sind natürlich geile Kurven, ne? Das sind aber die Dinger, weißt du, da stehen die mit Kamera hier in der Kurve mit 10 Mann und fahren hier 5-mal hin und her mit Knie auf dem Boden. Filmen das und deswegen haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr. Ach so, die Leute filmen sich selber? Ja, was machst du denn? Hier siehst du schon die Spuren auf dem Boden. Ja, von irgendwelchen Unfällen, ne? Ja, krass, ne? Wie lange müssen wir noch, bis wir da sind? 5 Kilometer. Oh, 5 Kilometer Daumen drücken. Oh Mann, das macht doch keinen Spaß. Warum lachst du jetzt? Weil du das so völlig dramatisierst. Ich finde das Du furchtbar. fährst dich da richtig rein. Ja, ich Caro. finde das furchtbar. Ich finde, man begeht sowas nicht regelverstoßmäßig. Wenn das da steht, dann darf man das nicht. Und dann macht man das auch nicht. Wir haben sich ja da irgendwas bei gedacht. Ja, Julian eiskalt, ne? Ich fahr jetzt einfach hier und wenn es sein muss, zahle ich halt 100.000 Euro. Ich hab's ja. Eben. Ich mag ja allein schon den Ärger nicht, den man dann kriegt. Zudem ist es noch nicht mal mein Motorrad. Oh. Der Ärger, den man dann kriegt. Ach, Ja. Komm, ey. Die hassen einen dann bestimmt, weil die einen dann direkt Ja, über genau. einen Kamm scheren mit so allen. Völlig egal. Ja, aber ich komme ja mit guten Absichten. Ich kann ja so eine weiße Fahne mitnehmen, so. Ja, so Schwenk, schwenk. Ja.
So, wir haben unseren Campingspot gefunden. Der erste Campingspot mit der neuen Afrika Twin. Hier mitten auf so einer Wiese, die ganz frei ist, beim Campingruhrsee. Ja, das gefällt uns doch ganz gut. Nur das mit dem Regen, das darf nochmal aufhören. Aber wir hatten auch schon unsere erste Offroad-Experience gerade, die neue Afrika Twin und ich. Ja, da sind wir gerade schön durch. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, hier ist auch niemand. Ich denke, das war jedem zu matschelig. Freunde, ich suche übrigens noch nach einem Namen für sie. Also bitte, schreibt doch mal in die Kommis Ideen für Namen für die neue Afrika Twin. Die alte, also die RD07, heißt ja Queenie. Zwei Minuten später steht das Zelt. Wir probieren heute mal eins von Julian aus. Das ist ein 3-Personen-Zelt, steht da unten alles drauf, was ich kann. So ein Blackout-Zelt, so ein sogenanntes Blackout-Zelt. Hier kann man mal reinfilmen. Da sind die Innenwände schwarz, so das. Boah, sieht man nicht mal auf der Kamera. Und wir haben uns neue Luftmatratzen gegönnt, nachdem meine von Thermarest den Geist aufgegeben hatte. Nachdem ich sie zu fest aufgeblasen habe, sind die Kammern einfach aufgeplatzt. Und wir haben uns jetzt einfach gedacht, wenn teuer kaputt geht, dann schauen wir mal, wie lange billig hält. Und haben uns von Amazon welche bestellt. Du könntest dazu erwähnen, das ist mit einer integrierten Luftpumpe. Die ist in der Matte drin, man braucht keine extra. Und man hat aber dafür auch keinen Schaumstoff wie bei der Thermarest. Das heißt, ist die Luft raus, ist auch alles raus. Also eigentlich macht man das mit dem Fuß, aber mit der Hand geht es auch. Ein Packmaß ist halt mega klein. Hier im Vergleich dazu eine Hand in Handschuhgröße 8. Hier einmal Handschuhgröße 9. 10 hast du, du brauchst jetzt hier nicht... Und ich habe diese Afrika Twin ja nun mit Alukoffern. So, und ich bin ja normalerweise mit Softbags unterwegs und das aus Überzeugung. Wenn ich Offroad fahre, habe ich keine Lust, dass mir die Koffer in meine Waden rein und die Waden brechen. Allerdings muss ich sagen, beim Campen haben diese Alukoffer wirklich einen riesen Vorteil. Wie jetzt zum Beispiel, das Zelt ist mit unseren 2 Isomatten schon relativ voll. Und ich muss jetzt nicht noch das Ganze hier aus dem Koffer, Handschuhe, Essenssachen und so, muss ich da nicht reinräumen. Die kann ich da einfach entspannt drin lassen. Und es ist halt abgeschlossen so, ne? Also wenn du Softbags hast, dann musst du halt entweder sicher sein, dass da niemand dran geht, oder du hast da nichts Wichtiges drin oder so. Hier bei den Koffern kannst du es halt abschließen. Wie sicher das dann ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber vom Gefühl her, also wenn wir jetzt auch heute Abend noch losgehen, kann man da schon noch mal ein paar Sachen reintun. Wie jetzt hier der Regenanzug von Julian. Genau, da über Nacht lassen und müssen den nicht mit ins Zelt nehmen. So, wir wollen jetzt noch was essen gehen. Und damit wir nicht in dicker Motorradkluft rumlaufen müssen und trotzdem trocken bleiben, haben wir hier noch von Honda diese Regencapes. Ich wette mit euch, wir setzen hier gerade absolut den Trend. Wart mal ab. Die Dinger gibt es seit 40 Jahren. Die kleine Elfenwanderung. Hier kann man übrigens auch am Campingplatz regionales Bier, Eifeler Bier, kaufen. Das haben wir uns gerade mal eben hier unfiltriert gegönnt. Da kommen wir jetzt her. Eine Wife? Leute, hier ist richtig was los. Hier, da, die Feuerwehr ist am Start hier. Die holen sich auch noch einen Döner. Ich habe jetzt gerade mal nachgefragt, ob das hier mit dem Fahrverbot wirklich überall gilt. Und er meinte, nein, das gilt nur von Schickenborn nach Woffelsbach. Aber das heißt, wir können hier morgen schon noch Motorrad fahren. Guten Morgen. Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat, erwacht nun die Sonne endlich auch mal und lässt den Regen trocknen. Es wird allerhöchste Zeit und macht Hoffnung auf mehr. In diesem Zelt ist es auf jeden Fall ultra dunkel. Wir haben auch wirklich lange geschlafen. Verhältnismäßig 8:30. Du hast ja wohl länger geschlafen als ich. Ich war nachts wach. Okay, das ist ein anderes Thema. Er hat heute Nacht gefroren. Ich auch. Wir hatten echt nicht so eine gute Idee mit den Decken. Nächstes Mal dann doch wieder der dicke Schlafsack. Diese 2 neuen Luftmatratzen, die sehen nämlich so aus und die kann man hier mit diesen Knöpfen miteinander verbinden. So rutschen die nicht auseinander, wenn man als Paar quasi so nebeneinander schläft.
Darüber hatten wir jetzt hier heute Nacht so eine Filzdecke gelegt. Geht nochmal ganz lieber Dank raus an die liebe Iris, die mir die mal gestickt hat. Hier mit solchen süßen Aufschriften. Da haben wir quasi draufgelegen, hat nicht wirklich funktioniert, weil die ist permanent verrutscht. Dann haben wir unter noch so einer weiteren flauschigen Decke gelegen und hatten hier einen Sommerschlafsack von Aldi. Den haben wir jetzt mal letztens neu gekauft. Der ist wirklich auch nur für ganz, ganz hohe Temperaturen. Darin haben wir echt gefroren. In dieser Kombi. Die Luftmatratzen, das ist eine dicke Empfehlung auf jeden Fall. Die halten jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft haben wir da jetzt drauf gepennt? 4-5 Mal auf jeden Fall. Genau. Also das ist schon jetzt so unsere Erfahrung bis jetzt ist auf jeden Fall positiv. Und für die, ich weiß nicht, was haben wir bezahlt, 26 € pro Matte, kannst du echt nichts sagen. Meine Thermarest hat damals 150 gekostet und ist halt, wie gesagt, jetzt nach, ich habe die 2021 für Korsika gekauft. Ja, hat dann halt 3 Jahre gehalten, ne? Und ich war ganz froh, dass Honda mir da noch so eine schöne Unterlegplatte unter den Seitenständer drunter gemacht hat. Denn ansonsten wäre die heute Nacht bestimmt hier im Matsch versunken. Für Julians Guzzi haben wir zum Glück noch so ein bisschen asphaltierten Boden gehabt. Nach so einem Tag und Abend voller Regen ist es immer sehr praktisch, wenn das Motorrad einfach als Wäscheständer dienen kann, wo alles mal trocknet. Diese Folie werden wir nun nutzen, weil Julians Schuhe sind einfach komplett nass geworden gestern. Ob das wohl so geht? Ja, okay, also du musst es erst um deinen Fuß. Ich komme da schon ohne Tüte nicht rein in die Schuhe, ne? Aber die Tüte ist ja ein Gleitmittel sozusagen. Yes! Coolio. Ja. Gestern ist uns einer entgegengekommen, der hatte einfach richtig seine Schuhe in richtige Plastiktüten. Also die Schuhe selber. Ich habe das ja auch mal gemacht, ne? Ich glaube, das war auf dem Weg zum Easy Meeting 2019. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht so empfehlen, weil man rutscht dann mit diesen Tüten so auf den Rasten entlang. Man hat halt nicht so einen Grip, ne? Ja, wunderbar. Vielseitig verwendbar. Das ist eine super Sache. Jo, so hat er zumindest heute nochmal trockene Füße während der Fahrt. Aber das ist schon mal was ganz anderes jetzt bei dem Wetter. Wird heute, glaube ich, ein schöner Tag hier durch die Strecken. Kannst du gerade mal kurz was zu deiner Guzzi sagen? Über Julians Motorräder wird es auf vermehrte Nachfrage hin in einem separaten Video nochmal mehr Infos geben. So, dann wollen wir mal starten hier. Ich habe ja zum Glück die Enduro-Reifen von Heidenau drauf. Mal nur gucken, hier ist es relativ matschelig. Aber... Wow. Doch, geht. Geht super. Perfekt. Ich hoffe, Julian kommt da auch ganz gut durch. Hier ist noch ein richtig süßer Fluss. Da ist so eine Feuerschale. Und jetzt nehme ich euch mal mit auf eine kleine Runde hier über den Platz. Also ihr habt hier unten eine Reihe zum Stehen. Da hinten gibt es ja sogar so mit so Fässern was. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten, aber die Möglichkeit besteht. Da oben sind die. Für uns war das jetzt nicht so attraktiv. Oh, sie sonst nicht. Hallo. Also das war die eine Seite. Jetzt gibt es hier noch eine andere Seite. Und da geht es dann hoch zu den Toiletten, ne? Das zeige ich euch nochmal hier so im Ansatz. Dann drehe ich mich mal um. Super nett, man lässt uns vorbei. Da hinten hätte man halt auch noch gekonnt, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir gerne ein bisschen abseits stehen wollten. Und hier ist der ganze Platz im Gesamten quasi einmal super schön gelegen. Genau, das dazu, selbst bezahlt, also quasi unbezahlte Werbung hier für die Leute, die sich wieder beschweren. Das ist alles nur noch Werbung. Ja, Leute, aber es hilft anderen, einen schönen Platz zu finden. Also hier gibt es so eine Schranke, Freunde. Und ich weiß nicht, ob ich da durchkomme an der Ecke mit meinen dicken Koffern. But I try. Oh je. Ja, das ist halt echt so eine Sache. Ich guck mal eben. Ja, vorsichtig. Ja, passt. Ja, passt. Millimeterarbeit. Sehr gut. Okay. Tschüss. Hier sind viele, oh Entschuldigung, viele Wanderer. Wo ist meine Kamera? Oh je, die habe ich umgeboxt. Wir müssen jetzt zuerst nach Kesternich, denn sonst fahren wir wieder die Strecke, die wir nicht fahren dürfen. Oh, da hat man jetzt einen schönen Ausblick. Da fährt schon jemand mit seinem Kanu. Guck mal, er hier mit dem Rad. Hallo. Keine Wendemöglichkeit. Ah, das ist eine Sackgasse. Hä? Da sind wir schon mal verkehrt. Oder? Ja, Freunde, wir machen eine Eifeltour. Es ist das absolute Chaos. Wir fahren an einem Sonntag, wo man überall nicht fahren darf und fragt mich, wie wir nach Kesternich kommen.
Eine kleine Spinne fährt bei Julian mit. Im Nationalpark trifft man auf wilde Tiere, Panoramablicke und Seenlandschaften. Das Schutzgebiet mit wenig Lichtverschmutzung ist sogar als internationaler Sternenpark anerkannt. In Simmerath wurde im Jahr 2000 dieser Biker-Treff eröffnet. Aber Vorsicht, Blitzen in der Nähe. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Röttgen. Da haben wir auch schon mal mit dem Van Urlaub gemacht in einem, ja, so einem Sauna-Hotel. Das war auch echt cool. Da hatten die Kameras einfach mal nicht dabei. Da haben wir echt einfach so Entspannungsurlaub gemacht. Mein Handy verbindet sich irgendwie nicht so richtig mit diesem Motorrad. Da kann ich euch auch direkt mal so einen Negativpunkt sagen von diesem Motorrad, der mich dann, sage ich mal, bei den modernen Motorrädern stört. Das ist nämlich, dass diese ganze Elektronik und Technik, die da dran ist, natürlich auch immer die Gefahr birgt, dass sie nicht funktioniert und du verlässt dich halt irgendwie auch dann in gewissen Momenten da drauf. Jetzt wie zum Beispiel mit der Navigation, das könnte man halt sonst über das Handy laufen lassen, also dass man das Handy über CarPlay dann verbindet quasi mit dem Motorrad und das funktioniert hier einfach nicht, weil es immer wieder sagt, das Gerät wird nicht unterstützt. Das ist jetzt irgendwie leider nicht ganz so einfach und reibungslos, wie das sicherlich auch sein kann. Also, ne, es ist halt ja Technik. Mal funktioniert es nicht. Wenn du so ein altes Motorrad fährst wie die Queenie, da hoffst du auf sowas gar nicht erst, weil das hat's nicht. Und dann baust du dich von vornherein irgendwie anders auf. Das nur mal dazu, dass ich auch finde, dass es hier Punkte gibt, die vielleicht noch ausbaufähig sind. Ne? Das ist jetzt eine Afrika Twin aus 2023. Bei der 2024er haben sie das, glaube ich, auch schon wieder optimiert. Also ich weiß, auf dem X-Ride hat das bei Philipp, der dann vorgefahren ist und navigiert hat, richtig gut funktioniert. Also ich denke mal, da hat sich die Technik dann auch schon wieder in einem Jahr weiterentwickelt. Wir haben uns auch noch neben der Anleitung von Honda auch noch andere Sachen angeguckt und es hat bisher alles noch nicht geklappt. Auch noch nicht mit verschiedenen Handys, mit verschiedenen Headsets. Irgendwie wirft einen das Motorrad da immer wieder raus und verbindet sich nicht vernünftig. Telefon funktioniert ja, komischerweise, ja, aber der Rest halt nicht. Ja, also wenn ich jetzt telefonieren möchte, kann ich das übers Motorrad irgendwie lenken. Aber halt, das mit dem Apple CarPlay funktioniert nicht. Und dann muss man sich wohl eigentlich irgendwie mit einem Headset vorher verbinden. Aber das ja, geht auch weder mit Kopfhörern, noch mit meinem Sena, noch mit Julians Sena irgendwie nicht, leider. Da müssen wir irgendwie noch nach einer Lösung suchen. Falls ihr da Ideen habt, schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich werde mich sonst mal an Honda wenden. Ach so, Leute, und das wollte ich euch sowieso noch sagen. Nur weil ich jetzt hier ein neues Motorrad fahre, heißt das nicht, dass ich irgendwie Sachen nicht sagen darf. Und ich werde ganz ehrlich erzählen, was mir mit diesem Motorrad passiert, wie ich das erlebe hier. Und da bin ich einfach ehrlich. So, und das möchte ich auch sein. Den Anspruch habe ich auch, weil ich stehe ja mit den Videos mit meiner eigenen Person dahinter. Und das möchte ich dann auch vertreten können. Von daher, also auch solche Dinge sage ich euch, wenn was nicht super ist. Hier, Röttgen, Städteregion Aachen. Hier gibt es ein Schwarzwildgehege. Ach so, und wenn ihr noch Oakballer Blitze, also hier wird sehr viel geblitzt. Viele von euch kennen sich hier in dieser Region wahrscheinlich besser aus als wir, weil wir sind hier wirklich nicht so oft. Wir haben uns jetzt mal vorgenommen, öfter mal an Wochenenden mal so Deutschland-Touren zu machen. Also wenn ihr da Ideen habt, haut raus. Wir freuen uns da sehr über Anregungen. Hier sind wir gewesen. Hier war der DM, wo wir eingekauft haben. Da ist der Netto. Und da war jetzt unsere Ferienwohnung. Geil, wir kommen hier einfach gerade durch den Ort, wo wir mal Urlaub gemacht haben. Mal ohne Motorrad ausnahmsweise. Hier, Hotel Eifelsteig. Das war das, ne? Da ist das. Dann kann man halt quasi... Hier hatten wir doch zuerst diesen... Hier hatten wir nämlich erst so ein, genau, hier hatten wir erst einen Raum hier in diesem Gebäude und das war dann so laut hier an der Straße, dass wir gesagt haben, nein, sorry, wir brauchen was anderes. Dann haben wir eine Ferienwohnung hinten in diesem Gebäude gekriegt, wo dann auch direkt nebenan quasi die Therme ist. Ja Leute, das mal eben so gerade kleine Storys neben der Motorradgeschichte. Gibt es diese Aachener Printen.
Die Gemeinde Röttgen gilt auch als Tor zur Eifel und liegt im Norden des Naturparks Hohes Venn-Eifel an der Weser. Julian wurde hier gerade schon zweimal fast über den Haufen gefahren. Hier in Aachen also interessante Fahrmanieren von den Autofahrern. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Das ist ja fesch. Fahren wir da jetzt durch? Rechts müssen wir durch. Aktuell schaltet er den Blinker automatisch nach 8-mal Blinken ab. Jetzt mache ich das mal anders, dass er den nicht immer ausschaltet. Ich will mal gucken, ob ich das besser finde. Und hier zwischen Gerionsweiler und dem Ort davor eine schöne Straße entlang an Feldern. Ja, und wir fahren also jetzt quasi hier entlang der belgischen Grenze, aber auf der deutschen Seite. Und das gleiche machen wir dann gleich mit Holland auch. Unser Ziel ist jetzt erstmal Richtung Brüggen und von Brüggen aus geht es dann wieder östlich. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Nachdem wir Körrenzig und Wahl passiert haben, geht es jetzt hier weiter außerhalb von Dörfern über Land. Es bleibt schön grün und ja, mit den ockerfarbenen Feldern am Wegesrand. Schauen, welches Dörflein da als nächstes auf uns wartet. Ist auf jeden Fall echt entspannt, jetzt hier so zu fahren. Und bei der 2024er habe ich es ja schon festgestellt, als wir auf dem Weg zum Honda-Tag waren, dass die sich trotz des deutlich höheren Gewichtes im Vergleich zur RD07 viel, ich sag mal, leichter fahren lässt, dass man sich einfach so sicher fühlt und auch trotzdem super wendig mit dem Motorrad. Und das erlebe ich bei dieser hier auch genauso. Und das finde ich schon echt cool. Also so lange Strecken und so sind halt einfach leichter zu fahren. In dem Sinne, dass man da jetzt nicht viel tun muss. Das Motorrad tut ganz viel für einen. Und das ist definitiv, wenn man halt auf Reise geht und eine lange Strecke vor sich hat, sicherlich ein Pluspunkt, was so Müdigkeit und Ausdauer und so betrifft. Ne? Auch guck mal hier die Hunde. Oh, süß. Oh. Ja, genau, den ich jetzt so als erste Auffälligkeit schon mal so nennen kann im Vergleich zur RD07. Also ich kann auch schon mal spoilern, wo wir noch Ende des Jahres hinfahren werden. Nämlich, ich freue mich mega darauf, geht es nach Sardinien. Ja, der absolute Motorrad-Hochpunkt. Ich habe schon so viel Gutes davon gehört und ich freue mich total, dass wir da bald hinfahren. Ich werde die Afrika-Twin hier mitnehmen, die 23er. Julian wird seine Tenere mitnehmen und da soll es auch total gute TED-Strecken geben. Allerdings sind die wohl ziemlich hardcore. Mal schauen, was da geht. Jedenfalls wisst ihr Bescheid, Sardinien wird also nach der Spanienreise das nächste ausländische Ziel sein, was wir anvisieren. Was ein cooler Name und es ist irgendwie richtig urig. Guck mal, diese alten Fachwerkhäuser hier. Hübsch. Och, das ist nett.
Aber ist ja auch ja nicht los. Hier sind die Pflastersteine hochgeklappt, so gefühlt, oder? Die Pflastersteine. die Bordsteine, meine ich. Oh ja, also wenn ich mit Sprichwörtern fange, das endet meistens ziemlich im Chaos. Deswegen, eigentlich sollte ich das weniger tun, aber Eigentlich solltest du es gerade deswegen mehr tun. nur damit du was zu lachen hast, oder was? Ach, ich finde das doch ganz süß. Vertan, vertan, sprach der Hahn, als er von der Ente. Wie heißt das nochmal richtig? Vertan, Al- vertan, sprach der Hahn, als er von der Ente kam, ne? Genau. Ja, genau, ja. So, und jetzt waren wir hier lange am Kloster Gerlewe. Achtung, Putzilei, Putzilei, die blitzen. Genau, hier Kloster Gerlewe auch sehr schön zum Wandern. Da gibt es leckeren Kuchen. Mittagessen kann man da auch mal. Und ja, wenn man möchte, kann man dort auch im Kloster Urlaub machen. Meine Oma hat das, glaube ich, mal gemacht. Wenn man sehr gläubig ist und Lust hat, mal so eine Zeit im Kloster zu verbringen und sich auf die wahren Dinge des Lebens zu besinnen. Alter, ist das rattig. Von da hinten blitzen die hier runter. Hier ist 50 so. Hier siehst du ja gar nicht. Hier hast du ja safe. Also, Ja, du rollst da halt so rein, ne? Genau, so viel dazu. Übrigens haben wir uns gerade darüber unterhalten, dass es ja für den Begriff, ich blinke immer noch, Entschuldigung, dass es ja für den Begriff Rolle vorwärts auch richtig geile Begriffe gibt wie Kusselkopf und Purzelbaum. Wie kommt man denn darauf? Oder kennt ihr noch andere Begriffe für Rolle vorwärts? Haut mal raus, was ihr für Begriffe kennt und ob euch Purzelbaum und Kusselkopf bekannt vorkommen. Insgesamt 514 Kilometer fahren wir auf diesem kleinen Trip, für den die Afrika Twin CRF 1100 nur 23,5 Liter gebraucht hat, also im Schnitt 4,6, was mindestens 1 Liter weniger ist, als die RD07 schluckt. Ich habe 43 € für Benzin und 15 € für Essen ausgegeben. Mit den 25 € für den Campingplatz war das mal wieder ein absolut lohnenswertes 24-Stunden-Tourerlebnis. Danke fürs Zuschauen. Denkt daran, den Daumen nach oben zu drücken. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald!